damit hallo und herzlich willkommen zu Update 200 schon. 200 Updates in etwas weniger als 2 Jahren und ihr wart dabei. Vielen, vielen Dank an euch alle. Knapp 8.300 Abonnenten hier auf YouTube, fast 5.000 auf Instagram. Vielen, vielen Dank und heute machen wir was ganz Besonderes. Ihr habt es schon im Intro gesehen. Update 200. Bleibt dabei, es wird einiges heute passieren. Und auch heute zu diesem Jubiläumsvideo beginnen wir wieder mit einem Speedbild, denn ich weiß aus anderen Videos, ihr habt das gerne, wenn hier ein bisschen im Hintergrund zu bauen zu sehen ist und ich gleichzeitig auch erzähle, was ich mir eigentlich bei dem ganzen Kram gedacht habe, der hier entsteht. Und zwar, ursprünglich hatte ich mir ja gedacht, dass wir heute in diesem Jubiläumsvideo einfach wieder so ein Video machen, wo wir hier und da und überall ein bisschen was bauen, aber grundsätzlich finde ich das gar nicht mal so optimal, denn es wird überall ein bisschen gemacht, es gibt keine großen Fortschritte, man sieht gar nicht so viel, ist eine nette Sache ab und zu gewesen, aber hier in diesem Update-Video Nummer 200 möchte ich einfach was Größeres machen und dachte ich mir, hey, heute kam mein neues Paket mit den ganzen Slopes, ihr wisst, ich hatte kaum noch Slopes. Heute bauen wir einfach mal hier vorne am Fluss ein ganzes Stück weiter und schauen, dass wir eben hier aus der Besucherperspektive von vorne mal eine riesige Lücke schließen, denn ich fand es schon immer nervig, auch im alten Layout, dass man eben hier vorne unter den Berg schauen konnte. Das schließen wir heute, dann bauen wir sicherlich noch ein bisschen weiter, aber hier wandern, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr, sehr viele Steine, Slopes, auch ein bisschen grün und natürlich auch Plates in großen Mengen rein. Und ich hoffe, dass sich das Ganze dann am Ende lohnen wird. Wir werden auch noch wahrscheinlich einen Baum hier hinstellen, einen der alten Bäume, der hinten über dem Eingang zum Stadttor stand, auf der ganz anderen Seite von der Mauer. Denke ich, passt hier, glaube ich, ganz gut rein. Ich habe es schon mal kurz getestet. Wird, glaube ich, eine ganz nette Geschichte, wird noch ein bisschen mehr die Natur hier nach vorne bringen. Und ansonsten, ja, es wandern viele Steine rein. Ich hoffe, es gefällt euch heute wieder, dass wir heute mal wieder so richtig was Neues bauen und auch Lücken schließen. Denn wie gesagt, Lücken schließen ist das große Credo der nächsten Wochen und Monate. Und das machen wir heute auch in diesem Update 200. Und eine ganz wichtige Sache noch, denn heute gibt es auch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Ihr erinnert euch daran, es gab vor einiger Zeit dieses limitierte Umzugs-Diorama-Set im Shop zu bestellen. Endlich sind auch alle Steine da, das war eine lange Geschichte, erzähle ich euch. Jedenfalls gehen die jetzt endlich bald raus in die Post und eines davon, hier ist es zusammengebaut, könnt ihr gewinnen mit der limitierten, auf 30 Stück limitierten, ja, Minifigur der Brickworld, wahrscheinlich ist es jetzt Minifigur mit Logo erstmal, ihr wisst ja die Geschichte mit Lego. Jedenfalls könnt ihr das hier gewinnen. Schreibt einen Kommentar mit dem Hashtag Gewinnspiel unter dieses Video und schreibt mir einfach, was euch in den letzten 200 Episoden am besten gefallen hat. Welche Episode war eure Lieblingsepisode? Schreibt es mir unter dieses Video mit dem Hashtag Gewinnspiel. Ich blende es auch gleich nochmal ein. Und der glückliche Gewinner per Zufall bekommt hier ein Set gratis nach Hause. Wie ich finde, können sich die ersten Arbeiten in der heutigen 200. Episode aus der Brickworld wirklich sehen lassen. Denn wir haben jetzt hier vorne schon einen großen Teil des Felsens hinbekommen. Glücklicherweise ist mein Paket mit den ganzen neuen Slopes tatsächlich heute noch gekommen, um das jetzt fertigzustellen. Und mein Plan ist tatsächlich, dass wir heute den Bereich hier, den Felsen, komplett fertigstellen hier vorne. Mal schauen, ob wir hier vorne noch weiterkommen. Auf jeden Fall, der Felsen soll fertig werden, damit das Ganze hier mal abgeschlossen ist. Und man auch die Szene hier hinten mit den beiden Lokis, beziehungsweise Loki und Sylvie, ja, wenn ihr die Serie gesehen habt, versteht ihr es, besser in Szene bringen können, weil eben der ganze Unterbau hier, den möchte ich auf jeden Fall weghaben. Was natürlich auch in absehbarer Zeit endlich gemacht werden muss, ist die Hütte. Ich muss die Steine endlich bestellen. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Schande auf mein Haupt. Aber wie gesagt, wir bauen erstmal hier weiter. Ihr habt es gerade ein bisschen im Speedbild gesehen. Das ist eine große Arbeit, hier die ganzen Slopes schön zu setzen, damit es eben im Ganzen zum Rest passt. Es ist schon einiges zusammengekommen hier auf jeden Fall. Und ich glaube, von da vorne sieht es dann auch ganz gut aus, wenn es sich jetzt hier alles mal langsam schließt. Und irgendwann bauen wir ja eh in die Richtung weiter, aber das ist eine andere Geschichte. Ich mache jetzt hier weiter und ja, bleibt doch gerne dran. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt hier ein ganzes Stück weitergekommen, denn der Fels ist so weit fertig hier vorne. Ich habe ihn begrünt außenrum. Oben drüber ist alles erstmal zu soweit. Da muss jetzt auch noch ein bisschen weitergearbeitet werden. Da kommt jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich ein Baum hinzu. Und natürlich noch mehr Grünzeug, ein bisschen andere Details, damit das Ganze fortgeführt wird. Und ihr könnt jetzt mal ganz exklusiv einen Blick hinter die Kulissen haben, denn so sieht das Ganze von unten, von der Seite aus. Es ist einfach eine Farbseuche Deluxe. Und hier könnt ihr auch in unsere Tropfsteinhülle schauen. Ich werde demnächst mal nochmal hier Bilder machen, wenn es hier dunkel im Raum ist, denn ihr seht es momentan, ist es relativ hell hier drin. Da kommt natürlich auch die ganze Beleuchtung hier, vor allem auch in der Tropfsteinhülle, natürlich nicht so gut rüber. Aber ihr seht, dass sich jetzt hier diese Lücke schließt und auch hier vorne der Fluss, das wird eine Sache, die wir jetzt in absehbarer Zeit machen. Ich habe nochmal, ja, ich glaube ungefähr 1000 von den Dark Trans Blue Fliesen bestellt, damit wir das hier vorne in absehbarer Zeit fertig kriegen. Das wird wahrscheinlich, naja,
Vielleicht reicht, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich nicht. Muss ich nochmal nachbestellen. Schauen wir einfach mal. Wir werden ja in absehbarer Zeit nochmal irgendwo anders Wasser bauen natürlich, aber der Bereich hier vorne ist auf einem guten Weg und das hier gefällt mir. Ich mache jetzt hier oben den Rest weiter und dann denke ich, schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie der ganze Fels hier aussieht, wenn er begrünt und bepflanzt ist. Es grünt so grün an dem Felsen, muss ich sagen. Ihr seht, ich habe jetzt den Baum hier eingebaut, gefällt mir eigentlich ganz gut, weil er so ein bisschen das Natürliche wirken lässt und natürlich ein bisschen was verdeckt, aber nicht zu viel verdeckt. Aber ich überlege, ob ich dann noch ein bisschen mehr Blätter einbauen sollte, weil der ist jetzt vielleicht doch ein bisschen, ja, kahl, ein bisschen niedrig vielleicht. Auf jeden Fall habe ich hier unten noch ein bisschen was am Boden gemacht. Ich habe noch diesen Hirsch hier eingebaut, den habe ich gefunden. Da könnt ihr mir eigentlich auch sagen, ob ich den da drin lasse oder nicht. Eigentlich finde ich den ganz nett, weil er so ein bisschen Leben auch mit reinbringt. Ist vielleicht nicht die allerbeste Position. Können wir ja irgendwann nochmal ändern, aber gerade eben finde ich die Position eigentlich ganz nett für so einen kleinen Hirsch. Und ansonsten würde ich sagen, ich mache jetzt auch noch ein bisschen was am Baum. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier runter und schauen, ob wir hier unten noch ein bisschen was schaffen. Einfach für die Optik hier heute am 200. Update. Ihr seht, es ist ein wenig dunkler hier im Raum geworden, aber ich bin auch ein bisschen vorangekommen und das ist das Endergebnis für heute, für dieses Update. Bin sehr zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Ich habe jetzt hier vorne noch den ganzen Bereich hier vorne fertig gebaut. Ist noch nicht, naja, fertig in Anführungsstrichen. Ich brauche auf jeden Fall hier noch mehr von den Dark 10 Plates und auch, wir müssen das Wasser auch noch ein bisschen, ja, hübscher machen. Wir brauchen halt noch mehr von diesen durchsichtigen Transclear-Teilen etc. Allgemein wollen wir noch mal ein bisschen am Wasser arbeiten, damit es ein bisschen hübscher aussieht, ein bisschen mehr Leben reinkommt, ein bisschen mehr Realismus reinkommt. Wir haben zwar hier vorne bei dem Schiff hier so vorne die Welle gemacht, aber wir brauchen die auch nach hinten. Wir brauchen auch an den ganzen anderen Elementen Verwerfungen im Wasser. Das machen wir alles noch dann in einem der kommenden Updates. Aber das ist das, was wir heute geschafft haben und das macht, glaube ich, einen riesen Unterschied, jetzt auch wenn man das sich mal hier so anschaut, mit dem Blick nach hinten. Mir gefällt's, ich hoffe euch auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, auch hier von dem Hirsch, der hier seinen Platz gefunden hat und allgemein auch, wie wir dann hier unten noch weitermachen können. Habt ihr noch Ideen fürs Wasser? Eine Idee, die ich bekommen habe, war, dass wir hier vielleicht noch irgendwo eine kleine Insel mit einbauen. Könnten wir eigentlich machen, weil die Fahrrinne könnten wir noch ein bisschen nach drüben schieben. Dann hätten wir hier vorne noch eine kleine Insel einbauen. Könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr das für eine gute Idee haltet. Würde halt noch mal ein bisschen mehr Leben in das Wasser bringen. Schauen wir mal, was ihr da so an Kommentaren bringt. Ansonsten habe ich letztes Mal auch noch die Frage gehabt an euch. Da gehen wir mal kurz darüber, dass wir hier einen Kanal noch reinbauen. Wir machen hier ein kleines Loch rein, bauen einen Kanal, der nach hinten geht, dann um die Ecke. Und manche hatten die Idee, dass ja die Ninja Turtles dort drin sitzen könnten. Gibt's ja auch von Lego. Müsst mal schauen, ob ich die bekomme. Wahrscheinlich schon. Frage ist nur des Preises. Aber meine Frage an euch ist, was haltet ihr von eurem Verhalten? Findet ihr, das ist zu viel Easter Egg? Gerne in die Kommentare auch das. Und ansonsten würde ich sagen, ich mache jetzt hier gleich nochmal das Licht an der Decke aus. Es ist noch nicht ganz dunkel. Ich gehe mal hier rüber, es ist noch nicht ganz dunkel. Aber ich denke, wir können hier gleich nochmal das Licht ausmachen und schauen, wie das Ganze aussieht, wenn hier die Beleuchtung an ist. Und zum Abschluss des Tages, zum Abschluss des Updates gibt es jetzt hier den Blick mit Beleuchtung. Das, wie gesagt, es kommt noch ein bisschen Tageslicht rein, deshalb ist es noch nicht ganz dunkel. Aber dafür sehen wir auch ein bisschen mehr Details. Aber ich muss sagen, der Blick hier macht sich, wenn das Bahnhofsgebäude hinten noch fertig wird und der Platz da fertig ist, dann haben wir hier auf jeden Fall einen schönen Blick nach hinten. Das Gebäude, wie gesagt, muss auch noch fertig werden, aber der Bereich hier vorne wird jetzt ganz fertig in absehbarer Zeit. Wie gesagt, ich möchte eigentlich den Bereich hier vorne, ja, ich denke mal, was haben wir jetzt? Ja, ich denke, bis Ende August hätte ich gerne auf jeden Fall den Flussbereich mit der Brücke fertig. Mal schauen, ob sich das so ergibt. Es gibt ja immer wieder Pläne, die sich nicht so ganz ergeben, weil die Hütte muss ich auch noch die Steine bestellen. Aber da ist der ganze Plan ja schon durch. Ansonsten sage ich nochmal vielen, vielen Dank für all die Treue bis hier zum Update 200. Es ist wirklich irre, auch wie viele Leute jetzt immer dabei sind. Wenn ihr noch nicht dabei seid, gerne auch bei Instagram vorbeischauen. Der Link ist unten. Und vergesst vor allem nicht das Gewinnspiel mit dem Hashtag Gewinnspiel. Schreibt mir, welches von den 200 Videos euer Lieblingsvideo ist und mit etwas Glück gewinnt ihr dieses kleine Diorama, das auf 30 Stück bezüglich des Umzugs der Brickworld limitiert ist. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß beim selber bauen. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Und dann sage ich nur noch Tschüss.